So Freunde, heute schauen wir uns von Amouage die Library Collection ein bisschen genauer an. Und die Library Collection ist so ein bisschen die avantgardistischere, nischigere, künstlerische Linie innerhalb des Amouage-Kosmos. Ja, also es gibt ja so Reflection Man und Interlude Man und hier hat man jetzt so ein bisschen die kantigeren Düfte wohl zusammengefasst. Und wie diese Düfte riechen, was so ein bisschen mein Problem am Anfang mit Amouage war und warum das jetzt nicht unbedingt Liebe auf den ersten Blick war, das erzähle ich gleich. Erstmal sage ich herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es einigermaßen blendend, davon abgesehen, dass es relativ dunkel ist und deswegen blendend tatsächlich der richtige Begriff ist, denn ich habe so viele Lampen aufgebaut wie noch nie. Ich hoffe, ihr könnt mich gut sehen. Bevor es losgeht, kurze Geschichte zu Amouage, 1983 gegründet vom Sultan höchst selbst. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum, wenn man sich das hier mal so anguckt, da immer drauf steht, The Gift of Kings. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Ich drehe das mal so ein bisschen, dass man da unten das so ein bisschen sehen kann. Denn diese Düfte sollten tatsächlich dem Geschenk eines Königs würdig sein. Ja? Also drunter macht man es hier nicht. Und das unterstreicht natürlich nochmal so ein bisschen diese luxuriöse, hochwertige Machart der Düfte. Und das ist auch genau das Problem, was ich anfangs mit Amouage hatte. Ich fand das zu pompös. Ich fand das zu protzig. Mir haben auch diese Flakons nicht so gut gefallen. Das tun sie bis heute nicht. Aber man muss sagen, sie haben viele tolle Düfte. Und die Düfte der Library Collection, zumindest einige davon, gehören absolut dazu. Deswegen gucken wir uns die heute an. Amouage verbindet so ein bisschen westliche und auch die östliche Parfümtradition, also im Oman traditionell eher mit Weihrauch und Myrrhe und natürlich dann so die französische Parfümerie. Das spiegelt sich auch in dem Namen wieder. Ja? Also Amouage ist wohl ein arabisch inspiriertes Wort, heißt Welle, Strömung, aber es kommt wohl auch vom Wort Amour. Also da hat man es, hier geben sich Orient und Okzident olfaktorisch die Hand. So, jetzt fangen wir an. Also die Library Collection. Was ist die Library Collection? Also die Library ist hier nicht so richtig wörtlich zu nehmen. Ja, es handelt sich nicht um eine physische, sondern eher eine metaphysische Bibliothek, in der Erinnerungen gespeichert werden. Und jeder Duft ist quasi wie die Seite eines Buches, ja, wie so ein Kapitel in einem Buch. Und jeder Duft soll quasi eine individuelle Erinnerung evozieren. Also, da hat man sich auf jeden Fall einen schönen geschichtlichen Überbau gegönnt. Braucht man ein halbes Philosophiestudium für. Prima, sowas mag ich ja immer. Und man hat das dann auch noch so gemacht, dass jeder Duft Opus heißt. Was jetzt noch irreführender ist, weil ich kenne Opus vor allen Dingen eher so ein bisschen aus der musikalischen Terminologie. Aber geschenkt, dann ist das hier so. Hätte man ja auch Chapter nennen können oder so, aber es sind Opusse. Keine Ahnung, was der Plural von Opus ist. Wer das weiß, schreibt das in die Kommentare. Das ist ja hier Bildungs-YouTube. Hier sind jetzt 5 Düfte drin. Der King Blue fehlt hier in diesem Set, den habe ich aber nochmal separat, dann können wir uns auch den Flakon angucken. Und es gab damals noch mehr Opus-Düfte, Opus 3, Opus irgendwas, die sind aber alle eingestellt, die waren damals auch in anderen Flaschen, also anderen Flakons, das waren diese runden Dinger, sahen so ein bisschen aus wie so, ja weiß ich nicht, ich fand immer, es sah ein bisschen aus wie so Piraten-Rumflaschen. Ich finde die neuen Flakons zwar immer noch nicht schön, aber deutlich schöner als diese alten ursprünglichen Dinger da. Naja gut. Also wir starten jetzt mal hier rein mit dem Opus, ich glaube 5 ist das. Ich habe die alle auch schon mal getragen, ich zeige euch das mal, die sind schon relativ leer. Also es ist jetzt hier nicht so, dass ich die jetzt aufsprühe und dann die Kopfnote rieche und sage, ah ja, so riecht der Duft. Sondern ich habe die tatsächlich auch schon mal ausprobiert, deswegen weiß ich so ein bisschen, was meine Favoriten hier an dieser Stelle sind. Den machen wir jetzt mal auf. Wir fangen an mit Opus 5, ist das glaube ich Woods Symphony. Und da merken wir auch hier wieder, Symphony ist ja eher aus dem Musikalischen entliehen. Nun gut. Ist meiner Meinung nach ein sehr pudriger Duft, ist sehr irislastig, hat gleich 2 Iris-Inhaltsstoffe, nämlich Iris Absolu und Iris Concrete. Ich hoffe, das spricht man so aus und nicht konkret. Rose, Jasmin und unten hat es natürlich die Hölzer, sonst würde ja Woods Symphony auch gar nicht so viel Sinn machen. Es soll auch Oud und Zibet drin sein und ich sage euch ganz ehrlich, ich rieche das nicht. Ich rieche aber auch die Rumnote nicht. Für mich ist das eher ein pudrig-blumiger Duft mit so einem leicht holzigen Drydown. Ist natürlich ein Unisex-Duft. Ich kann mir den auch sehr gut an Frauen vorstellen. Da ich jetzt nicht so der Fan von Puderdüften bin, also wie gesagt, der ist eher blumig als pudrig, aber er hat diese Pudrigkeit, ist jetzt kein Dior Homme, ne? Auch diese Lippenstiftnote fehlt völlig. Ist es ein okayer Duft? Es ist jetzt kein Duft, wo ich sagen würde, den muss ich unbedingt haben. Ja, sondern der ist gut gemacht. Das ist wirklich ein angenehmer, schöner, auch lange anhaltender Duft, hält lang auf der Haut, hat jetzt nicht so eine wahnsinnige Sillage, braucht er in dem Fall vielleicht auch nicht.
Aber ich hätte mir unter Woods Symphony jetzt doch was anderes vorgestellt. Von daher war das so der erste, wo ich gedacht habe, naja, geht ja so halb gut los. Wäre nämlich kein Duft, den ich jetzt persönlich gut finde. Aber gut gemacht ist er allemal. Und falls ihr jetzt irgendwie sagt, naja, also so, ich bin doch eher so der blumig-pudrige Typ, dann könnt ihr das mal machen. Solltet ihr das ausprobieren. Also testen soll man die ja eh alle. Da sind ja Geschmäcker verschieden, aber für mich wäre das jetzt nicht unbedingt ein Duft. Der nächste ist da schon deutlich spannender. Das ist der Opus, ich glaube, 12 und der heißt Reckless Leather. Ja, da muss man sich überlegen, Reckless Leather klingt für mich jetzt erstmal nach einem Song von Manowar. Hat hier allerdings relativ wenig mit zu tun, im wahrsten Sinne des Wortes, denn so ledrig finde ich den gar nicht. Man hat hier natürlich auch Leder und Patchouli, aber was hier ganz, ganz extrem ist, im Opening ist dieses grünwürzige, bitterwürzige Opening. Ja, da ist ganz, ganz viel Galbanum drin und das ist jetzt nicht meine Lieblingsnote, deswegen habe ich mit dem Duft auch so ein bisschen meine Probleme. Es ist Kardamom und Boxhornklee und das hat so ein bisschen, das gibt einem so das Gefühl von so einer Curry-Gewürzmischung. Also es ist wirklich, und es ist in your face. Also das ist so, als würde jemand euch mit so einem Sack Gewürze einfach in die Fresse hauen. So riecht das, ja. Um das jetzt mal ein wenig, ich sag mal, übertrieben, ja, zugespitzt auszudrücken. Hat dann in der Basis auch so Zypriol und das kann ich bestätigen, der kriegt so ein bisschen so eine rauchige Basis, was auch Sinn macht, ist auch Weihrauch dabei. Insgesamt ist das für mich aber in erster Linie ein bitter, würzig grüner Duft mit holzigen Akzenten und ich sage das, auch wenn ich diese Linie prinzipiell sehr schön finde, auch das ist kein Duft für mich. Ja, also Reckless Leather zum Anziehen gern, aber den Duft zum Tragen ist, also diese Boxhornklee-Note zusammen mit dem Galbanum, das schießt mich raus. Also das müsst ihr auf jeden Fall mal getestet haben. Was man dem Duft zugute halten kann, und das muss man an der Stelle ja auch mal sagen, ist, er traut sich was. Das ist ja auch genau das, was ich meine, warum wir hier diese Library Collection machen. Ich lege mir die Düfte jetzt doch mal lieber hier hin, weil sonst fällt mir hier gleich der ganze Kladderadatsch runter. Sie sind unangepasst, sie sind eckig, sie sind sperrig, aber in dem Fall zumindest für mich zu sperrig. Der nächste Duft geht wieder in eine ganz andere Richtung, das ist der Rose Incense. Das ist angeblich jetzt der Opus 7 und das ist ein Weihrauch-Rose-Duft. Ja, hier wird auch mit Weihrauch Absolut gearbeitet, mit Damaszener, Rosenwasser, Sandelholz, Vanille und Myrrhe und Zedernholz und es gibt einen Tuscheakkord, den ich jetzt nicht so wahrnehme. In erster Linie das Rosenwasser macht ihn sehr oldschoolig. Nicht zu dolle, also wer jetzt zum Beispiel auch so ein Radical Rose von Mathieu Premier gut findet, der wird hier vielleicht mit warm. Ich persönlich bekomme hier auch, wie bei vielen Rosendüften, zumindest auf dem Teststreifen, so eine etwas unangenehme Nivea-Creme-Note. Das kann aber auch natürlich so ein bisschen dieser Weihrauchigkeit geschuldet sein. Insgesamt auch ein Duft, der sehr schön unisex ist und für Leute, die Rosendüfte mögen, die auch so ein bisschen mit dieser seifigen, etwas oldschooligen Rose was anfangen können. Ist es bestimmt ein toller Duft. Für mich ist das auch einer, den ich persönlich skippen würde. Heißt aber nicht, dass er schlecht ist. Ne? Das solltet ihr euch selber mal ein Bild von machen. Ist von Bruno Jovanovic. Der hat auch schon Düfte gemacht für Frédéric Malle. Könnt ihr mal im Frédéric Malle Video schauen. Da gibt es auch einige Düfte von ihm. Oder ich glaube einen Duft. Ich glaube der Monsieur ist von ihm. Das ist ein sehr schöner Duft. Aber wenn das jetzt nicht stimmt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich hoffe, ich erinnere das richtig. Auch mein Kopf, mein Gehirn ist nicht fehlerfrei. Überraschenderweise. Der nächste Duft ist jetzt aber einer, den ich wirklich mega, mega gut finde. Den habe ich auch als Flakon, den habe ich euch auch schon mal vorgestellt, habe ich euch schon mal gezeigt. Ist der Silver Oud. Ja, und das ist eigentlich eine untragbare Formulierung, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, da hat man Zypriol, Virginia Cedar, Assam Oud, Bourbon Vanille Absolut, Birke, Bibergeil, Guaiac-Holz und ich sag euch, das ist ja so ein Assam Oud ist ja wirklich so das stärkste, fast ein bisschen fäkale Oud und das wird hier durch diese Vanille wahnsinnig süß. Da ist auch noch was anderes drin. Es gibt einen Duftstoff, ich vergesse immer den Namen und ich hatte mir so fest vorgenommen, den vorher extra für euch zu googeln. Ich glaube, Etomitol oder irgendwie sowas, Maltoethyl, I don't know. Auf jeden Fall ist das was Düfte nicht nur pusht, sondern einfach wahnsinnig süß macht. Ist auch das, was im Baccarat Rouge drin ist und das ist hier auch drin und das macht den meiner Meinung nach erst so richtig tragbar, weil man hat diese Oud-Animalik mit dem Rauch auf der einen Seite und diese ganz krasse Süße mit der Vanille auf der anderen Seite. Und das ergibt einfach einen warmen, schönen,
ja, tollen Duft, den man auch im Winter super tragen kann. Ich habe letztens auch mal gehört, man kann die auch im Sommer super tragen. Das ist jetzt so ein bisschen Ansichtssache. Man darf nicht vergessen, wo solche Düfte herkommen, gerade orientalische Düfte. Da werden ja auch tatsächlich bei heißen Temperaturen so schwere Düfte getragen. Also vielleicht wirkt er dann nochmal anders. Ich würde es jetzt keinem zumuten, ich trage den aber im Winter gerne und kann euch sagen, das Einzige, was ich so ein bisschen vergleichbar finde, war der Rausch von Schwarzlose, wobei der natürlich ein bisschen schwächer ist. Der hier ist schon sehr, sehr doll. Aber ist einer meiner Favoriten aus dieser Reihe. Und wenn ihr mal wirklich einen intensiven, süßen, rauchigen Oud-Duft probieren wollt, der wirklich anders riecht als viele andere Sachen, die ja eher so ein bisschen am Mainstream orientiert sind, dann gönnt euch den mal. Der ist wirklich, wirklich ein Erlebnis. Das gleiche gilt übrigens auch für den nächsten Duft, denn hier kommen wir jetzt zu der Amouage-Interpretation eines Tabakdufts. Ja? Und deswegen nennt er sich Royal Tobacco. Das ist jetzt hier der Opus 14. Und ja, natürlich Royal Tobacco, weil klar, Gift of Kings, whatever. Also hier ne, auch wieder alles königlich. Und das Opening ist mindestens so fordernd wie vom Reckless Leather, nur anders. Man hat zwar hier auch diesen Boxhornklee im Duft, aber was hier ganz besonders ist, man hat ganz wilde Kopfnoten. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass man die alle rausriecht. Ja, da ist Anis, Weihrauchöl und. Aber das Dollste, was für mich rauskommt, ist diese Mischung aus Anis, Weihrauch und diesem Basilikum. Also man riecht dieses Basilikum, ihr kennt ja vielleicht auch diese Basilikum-Limonaden. Das hat ja nicht so eine typisch grüne, sondern fast so manchmal so ein bisschen eher ins Minzige gehende Note. Und das verbindet sich dann mit diesem Tabak-Absolu, mit dem Boxhornklee und unten wird es dann natürlich weihrauchig, auch wieder mit Myrrhe, also das aus der traditionellen omanischen Parfümerie oder östlichen Parfümerie. Rauchig, würzig und ich muss sagen, das Opening ist vielleicht so ein bisschen das Hindernis an dem Duft, weil ich finde das zwar spannend, aber es ist nicht unbedingt gefällig, das muss man schon sagen. Auf der Haut wird er dann mit der Zeit wirklich ein ganz, ganz schöner Tabakduft, auch mit einer schönen Vanille. Ich kann euch allerdings nicht sagen, ob es da irgendwas gibt, wo man jetzt sagen kann, ja, wenn ihr den Duft mögt, mögt ihr auch den. Ja? Also was es sonst so gibt, auch so ein Ombre Tabak oder Tobacco Vanille, hat das hier nichts mit zu tun. Diese Weihrauch, Anis, Basilikum, Kopfnote ist etwas, das muss man mal gerochen haben und ist ein bisschen love it or hate it. Ich würde euch raten, probiert den mal aus. Ich finde es einen tollen Duft, weil das nochmal ein ganz anderer Take auf Tabakdüfte ist, weil der Tabak im Opening gar nicht im Vordergrund steht. Riecht man gar nicht. Ist gar nicht da. Ja, schält sich dann so langsam aus den Weihrauchschwaden. So, jetzt haben wir hier tatsächlich, wenn ich das richtig sehe, das normale Set durch. Ich zeige euch das auch nochmal, so sieht das dann nämlich offen aus. Haben sie ganz schön gemacht, hält auch ganz gut. Ne? Da sind die dann alle so drin. Und jetzt kommen wir zum King Blue. Da gibt es dann auch noch eine kleine Geschichte dazu, ist ja logisch. Ich habe mich nämlich gefragt, warum heißt das Ding eigentlich King Blue? Und der ist an es ist eine tiefere künstlerische Inspiration, liegt dem zugrunde, ist eine Hommage an das Surrealismusgemälde The Art of Living vom renommierten Künstler René Magritte. Was soll ich sagen? Ich kenne den nicht, mal wieder. Das hier ist übrigens der King Blue als Flakon. Das sind hier halt diese Amouage-Flakons, ne, oben auch mit diesem Stein drin. Das meine ich mit ein bisschen zu pompös. Ich finde das hier mit diesem... Was ich ganz cool finde, ist, dass der Magnetverschluss, ne, der geht nämlich nur in diese eine Seite zu. Ne, also ihr könnt ihn nicht andersrum aufsetzen, sondern das geht nur so rum zu. Macht es auch relativ fälschungssicher, ist ganz schön gemacht. Und genau, und dieser Maler war bekannt dafür, dass er blaue Anzüge getragen hat. Ja, und das hat ihm dann den Beinamen des Blauen Königs eingebracht. Und was auch noch ganz spannend ist, das Konzept spiegelt sich in der Verbindung von Kunst und Leben wider, wobei der Blaue König symbolisch für die Feier des Lebens und der Kunst steht. Dass Blau jetzt die Farbe des Lebens ist mir neu. Ja, also ihr kennt ja vielleicht den Song I'm Blue, Dabedi Dabedei. Ja, und wenn ich mir da den Text so anhöre, das hat wenig mit guter Laune zu tun. Naja, I'm Blue heißt ja auch, ich bin traurig. Heißt ja nicht, ich bin blau. Ne? Das wäre auch eine komische Übersetzung. Egal. Also, was haben wir mit dem King Blue? Das hier ist also der Opus 15, ist der neueste Duft von 2023 und es ist ein Duft von einem sehr bekannten Parfümeur, zumindest hat er mit dran gearbeitet, nämlich Hamid Mirati Kashani, kennt man vom Altair, vom Layton. Und das ist für mich dann eigentlich immer schon so ein bisschen, ich will nicht sagen eine Red Flag, weil es natürlich ein guter Parfümeur ist, aber ich beide Düfte jetzt nicht so wahnsinnig spannend finde. Hier hat es dann besser funktioniert. Ja, man hat schwarze Johannisbeere, Mandarine, Amber, Weihrauch, wieder das Assamut, was auch im Silver Blue drin ist, aber halt mit dieser sehr fruchtig süßen Kopfnote und so einer leicht ambrierten Herznote und dann hat man halt dieses Oud, Leder, Eichenholz, Sandelholz.
Ihr kennt es, Duftpyramiden kann man nicht immer so für bare Münze nehmen, man riecht da jetzt auch nicht alles raus und die stimmen auch nicht immer, das ist eine grobe Orientierung. Für mich ist das vor allen Dingen ein fruchtiger Oud-Duft. Also für Leute, die vielleicht so ein Oud Maracuja mögen, allerdings in weniger synthetisch, viel weniger synthetisch. Ich finde diese Mandarine, schwarze Johannisbeere schön eingebunden und es ist auch nicht dieses Kunst-Oud. Ja? Bei Maison Crivelli ist ja das, geben sie auch offen zu, ist ja kein echtes Oud drin, ist ja so ein Oud-Akkord und der ist mir oft so ein bisschen zu scharf. Hier ist es so dieses schön wärmende, weiche Assam-Oud. Was dazu führt, dass man einen sehr eleganten, tragbaren Oud-Duft hat, also tragbar in Anführungsstrichen, man muss dieses Assam-Oud halt mögen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, ich habe da vielleicht eine verquere Wahrnehmung, weil ich mich an solche Oud-Düfte schon so gewöhnt habe, dass ich sagen würde, naja, der ist ja relativ easy to wear und andere Leute würden sagen, nee, der riecht ja furchtbar. So. Müsst ihr für euch selber herausfinden, aber meiner Meinung nach ist das eine tolle Ergänzung zum Line-Up. Der King Blue ist auch im neuesten Discovery Set drin. Wie gesagt, ich habe hier dieses alte Discovery Set gekauft, habe ich damals im Souk mir geholt für ein paar Euro. Habe gedacht, naja super, da können wir ja ein günstiges Video von machen. Habe dann gemerkt, der King Blue ist nicht dabei, habe mir den dann auch extra gekauft. Somit hatte sich das dann auch erledigt. Aber was tut man nicht alles, um hier alle Düfte, die aktuell verfügbar sind, aus dieser Kollektion einmal vorzustellen? Ja? Jetzt sind wir auch schon durch. Ich würde jetzt nicht dasselbe machen wie immer und die nochmal alle durchgehen. Ihr habt mir ja sicher zugehört. Insgesamt würde ich sagen, die ersten 3 sind zumindest meinem Geschmack nach nicht so mein Ding. Ja? Also sowohl dieser Wood Symphony als auch der Reckless Leather, geiler Titel, nicht so geiler Duft. Und der Rose Incense sind jetzt nicht so meine Düfte, aber alles, was danach kommt, ich finde den Silver Oud, ich finde den Royal Tobacco und ich finde den King Blue ganz, ganz fantastische Düfte. Testenswert sind sie auf jeden Fall allemal, solltet ihr euch auf jeden Fall mal ein bisschen reinriechen, macht nochmal so ein bisschen ein anderes Universum auf. Ja? Also viel Spaß in der metaphysischen Bibliothek von Amouage. Ne? Guckt da mal, was für Erinnerungen ihr da rauszieht. Ich würde an dieser Stelle jetzt sagen, machen wir Schluss für heute. Guckt gerne auf diesem Kanal noch die anderen Videos. Wir haben hier schon viele interessante Marken oder Themen bearbeitet. Und ansonsten, wenn ihr das alles schon gemacht habt und auch wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, macht die Glocke an, ja, abonniert den Kanal, teilt das Video. Und dann freue ich mich einfach sehr, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Liebe, alles Gute und tschüss.